Kia Sportage. Er ist heute Morgen angeliefert worden. Das ist der ganz neue. Genau, richtig, Sven. Der ganz neue Kia Sportage Modelljahr 2022. Ja, ich sag mal, ist ja schon angekündigt worden. Witzigerweise ist er sogar ein bisschen günstiger geworden, habe ich gehört. Das Auto ist jetzt hier nicht direkt günstiger geworden. Leider Gottes hat die Inflation auch bei uns nicht halt gemacht, aber wir haben ein richtig tolles Leasingangebot hier zusammengestrickt. So, ich habe gedacht, das wäre der Kaufpreis, sonst hätte ich ihn sofort mitgenommen. 222 €, du hast keine Kosten und Mühen gescheut und hast 5 DIN A4 Blätter zusammengeklebt zu diesem hervorragenden Schild. Ist das ein gutes Angebot? Ist das inklusive Steuer? Das hier ist inklusive Steuer, ist ein Privatkunden- und Gewerbekundenangebot inklusive der Mehrwertsteuer. Hat er irgendwas Elektro oder ist es ein reiner Benziner? Das ist ein 150 PS Benziner, ein 1,6 Liter Turbo mit einem Sechsganggetriebe mit drin, ohne irgendwie Batterie oder sonst irgendeine Elektrokomponente. Ja, der hat viel LED mittlerweile. Genau, oder? Richtig. Wir haben hier die Edition 7 Variante mit dem Emotion-Paket in Kombination. Der hat LED-Scheinwerfer da gleichzeitig schon mit drin. Eine super umfangreiche Serienausstattung mit Parksensoren vorne, die hier auch mit dabei sind. Wir haben eine Rückfahrkamera mit dabei, Parksensoren hinten auch. Wir haben eine Sitzheizung, eine Lenkradheizung. Wir haben einen großen Display in der Mitte, Apple CarPlay, Android Auto, Leichtmetallfelgen. Also wirklich eine mega gute Ausstattung zu einem super vernünftigen Preis. So, du hast, ich glaube, 60 Stück stehen auf dem Hof. Alle Farben sind lieferbar, sogar Diesel, richtig? Genau, das wäre richtig schön, so wie du es gerade erzählt hast. Das ist so nahezu ein Wunschdenken, was wir aktuell gerne hätten. Die Autos sind relativ kurzfristig lieferbar. Kurzfristig heißt bei uns aktuell 6 Monate. Der Sportage wird in der Slowakei produziert und daher auch sehr, sehr häufig und sehr, sehr schnell lieferbar. Ist eine Europaproduktion und von dort bis hierher ist das kein Problem. Lieferzeiten regulär haben wir aktuell bis zu 18 Monate. Der Sport ist aber wirklich sehr, sehr gut lieferbar derzeit. Ja, was ziemlich krass ist, ist das neue Design vom Sportage, sehr angelehnt an den EV6 hinten, oder? Genau, richtig. Wir haben hier ein ganz neu konzipiertes Fahrzeug, was erst dieses Jahr auf den Markt gekommen ist im Januar. Der Sportage ist schon ein bisschen länger bei Kia bekannt, den gibt es schon seit Anfang der 2000er. Hier jetzt in der neuesten Variante. Intern hat das Fahrzeug den Kürzel NQ5. Und mit einem ganz neuen Gesicht und ganz neuer innovativer Technik. So, 222 € inklusive Steuer, das ist kein Kilometerleasing. Nee, das ist ein Kilometerleasing, kein Restwert. Das ist ein Kilometerleasing über 60 Monate und 10.000 Kilometer pro Jahr. Hier haben wir das Fahrzeug in grün. Das Leasing ist gerechnet in der Farbe Carrara Weiß, sprich der Standardfarbe. Eine Metallic-Lackierung kostet nur ein paar Euro Aufpreis. Ebenso auch das Fahrzeug. Ist das Weiß hier? Genau, richtig. Das hier wäre das Weiß, das Carrara Weiß. Okay, verstanden. Also in Weiß kostet 222 €. Da sind aber die Leichtmetallfelgen. Alles, was wir ansonsten sehen, ist dabei. Alles inklusive. Die Farbe hier, das Grün, das kostet ca. 5 € mehr im Monat. Der kam wirklich neu, also man sieht auch hier, die kommen so mit diesen Aufklebern. Ihr seid zertifizierter, zugelassener Kia-Händler oder seid ihr irgendwie Gebrauchtwagenhändler mit 100 Marken? Nee, wir sind Kia-Vertragshändler. Wir haben ja nebenbei noch die Marke Toyota mit dabei. Natürlich, auch als Vertragshändler? Genau, auch als Vertragshändler, offizieller Vertragshändler und auch Servicepartner selbstverständlich. Und Gebrauchtwagen haben wir natürlich auch auf dem Hof. Ist da auch diese berühmte Kia-Garantie dabei oder wurde die ausgeschlossen bei dem Preis? Nee, tatsächlich 7 Jahre inklusive, wie es bei jedem Kia bekannt ist, bis 150.000 Kilometer. 7 Jahre Werksgarantie? 7 Jahre Werksgarantie bis 150.000 Kilometer. Das Leasing läuft 5 Jahre, das heißt, wenn ich ihn 5 Jahre habe, darf ich ihn übernehmen? Nee, ist ja Finanzierung oder ist Leasing? Nee, ist ein Leasing. Regulär ist das Ganze so konzipiert, dass die Fahrzeuge zurückgegeben werden an uns, beziehungsweise an Kia Deutschland, beziehungsweise die Kia Finance, um es genau zu sagen. Es gibt aber immer die Ausnahme, dass man so ein Auto auch mal rauskaufen kann. Das halt geht zum zeitaktuellen Wert. So, das ist ganz wichtig. Also wenn ich es rauskaufen möchte, früh genug melden, was glaube ich die Leute vielleicht machen werden, aber keine Ahnung, was in 5 Jahren ist. Ich meine jetzt Nachrichten gestern, die Verbrenner ab 35 sollen sie verboten werden, da glaube ich sogar dran. Also ich denke, wenn die noch jetzt irgendwie 12 Jahre Zeit haben, sich darauf einzustellen, Akkutechnologie wird besser und so weiter. Wir werden sehen, was passiert, aber die nächsten 5 Jahre habe ich meine Ruhe, oder? Auf jeden Fall. Das ist jetzt hier, wie gesagt, bei dem Fahrzeug hier ein Preis und wirklich eine Kampfansage. Der Sportage hat, wie gesagt, auch einen neuen Listenpreis bekommen. Alle Fahrzeuge haben mittlerweile bei uns erhöhte Listenpreise bekommen in den letzten Monaten. Das ist auch
gut belegbar über die Konfiguratoren und alles, was wir von Kia haben. Was aber wirklich hier ist, das hier ist eine Rate, die wir noch nicht mal beim alten Modell darstellen konnten. Ne? Dadurch, dass das Fahrzeug hier wirklich einen super Restwert hat auf 5 Jahre und 5. Ich zahle auch nichts danach. Ich zahle keine Anzahlung, keine Restabgabe. Genau. Wir haben 0 Euro Anzahlung, wir haben 0 Euro Abgabekosten. Wir haben das Ganze hier nochmal genau niedergeschrieben. 60 Monate, 10.000 Kilometer pro Jahr mit dem Emotion-Paket, Klimaautomatik, also wie gesagt mit drin. Ein Fahrzeug mit einer super genialen Ausstattung, also wirklich richtig viel Auto für ganz wenig Geld. Sehr schön. Und das noch mit 7 Jahren Garantie. Das heißt auch, um das Thema Garantieverlängerung muss ich mir keine Sorgen machen, was ja viele beim Leasing dann noch mitmachen. CO2 Klasse B, 6,3 Liter, ist das realistisch? Ich sage immer, man soll mal einen halben Liter bis einen Liter draufrechnen. Dank der WLTP-Angabe ist alles mittlerweile deutlich höher. Deutlich richtiger als vorher, als früher gewesen ist. 6,3 Liter, ich sage mit 7 Liter kann man das Auto gefahren. Und ich fahre ja zurzeit ein 300 PS Auto mit sage und schreibe 6,8 Liter. Das geht gar nicht. Es funktioniert, wenn man halt nur 100 fährt. Ja. Also es ist so, wenn ich hier trete, dann geht das so, aber es ist ein Turbomotor drin, also kein Sauger. Viele Fahrzeuge aus Fernost haben ja Saugmotoren, aber hier ein echter Turbo. Wir hatten vorher beim Sportage den 132 PS mit einer reinen Saugtechnologie, haben das Ganze jetzt mit der 150 PS Variante als Turbo aufgeladenen Motor. Der geht, oder? Der geht gut, der geht wirklich gut. Also 150 PS sind definitiv ausreichend für das Fahrzeug. Natürlich ist das doch kein Auto für ein Wettrennen zu fahren, das ist ganz klar. Aber das Leistungsgewicht ist ordentlich, was wiegt der? Der hat jetzt hier genauso ein Leergewicht von knapp 1600 Kilo, 1670 Kilo. Okay, also mittleren Bereich. Ich mach mal auf vorne, wir gucken mal rein, ob der Motor im Preis auch mit drin ist. Das heißt, Parksensoren, Rückfahrkamera hat er? Alles mit drin. Alles mit drin. Also wirklich ganz viel Auto, ganz wenig Geld zu. Naja, 222 €, da muss ich noch versichern und so, aber ich kriege ein neues Auto mit voller Garantie. Die Laufleistung, was darf ich denn fahren im Monat oder im Jahr? Wir haben im Jahr hier 10.000 Kilometer Laufleistung. Das ist so durchweg die Durchschnittsangabe, die Kunden hier bei uns tätigen, somit auch relativ realistisch. Ne? Geht so. Aber auch mit 12, 15, 17, 20.000 Kilometer. Das ist also alles nur eine Sache des Preises, da kann man gerne mal genau kontaktieren und individualisieren. Du kriegst aber nicht die Hose jetzt ausgezogen, wenn du jetzt sagst, ich will den mit 15 haben, da kostet dann keine 700 €, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Also wir sprechen jetzt hier über kleine Beträge, die dann da dazukommen. Das sind dann mal 10, 15 €, auch meinetwegen noch 20 €, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Okay, auch später, ich sag mal, wenn ich ihn zurückgebe, habe jetzt, was weiß ich, 20.000 mehr Kilometer, das bewegt sich im kleineren Bereich. So, ich guck mal gerade, Leasingrate monatlich 222 € inklusive Mehrwertsteuer. Liebe Firmen, passt auf. Bruttolistenpreis 1%, 25.220, das sind gerade mal 252 € Versteuerung. Listenpreis sind bei 31. Auto, genau 31,1, 25.220 ist hier der Preis von diesem Fahrzeug, wenn man den Leasen tut, ne? Also sprich, das ist der Leasing-Barkaufpreis, so okay, das heißt, aber nur in Kombination mit einem Leasing. Das heißt 1% Versteuerung 311 €. Genau. So, okay. Habe ich verstanden. Ich gucke mal gerade, die Mehrkilometer, die stehen jetzt nicht hier drauf, aber 10.000 sind mit drin? Genau, 10.000 sind mit drin. Die Mehrkilometer können man einzeln durchkalkulieren. Es kommt halt immer darauf an, wie lang das Leasing ist. Wir können das Ganze ja auch in einer kürzeren Laufzeit anbieten. Alles nur eine Frage der Rate. Das ist aber so, das ist schon ein ganz gängiges Modell bei euch. Also 5 Jahre, 200 € plus Steuer rund, also das ist ja, weniger, 180 plus Steuer circa, oder? Wir haben ja bei Kia einen ganz großen Vorteil. Wir haben 7 Jahre Garantie. Und gerade das ist auch der Grund, warum die meisten Kunden, die einen Kia kaufen, auch über einen längeren Zeitraum leasen bzw. kaufen bei uns. Ne? Das hier ist wirklich mitunter das Beste, was man aktuell anbieten kann. Und es ist ein Auto, was zeitnah verfügbar ist. Und jeder Automobilhersteller hat aktuell riesige Probleme mit Lieferungen. Und selbst wir haben ja Lieferzeiten hier nebendran auf das Schwestermodell EV6 von 18 Monaten teilweise. Ich habe einen bestellt vorhin noch. Mach mal zu. In die Wunde. Mach mal zu bitte, dass wir dann sehen. Also ein tolles Auto für wenig Geld. Vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, Auto ist brandneu, bedeutet, ich kriege also hier kein altes Modell, sondern ein brandneues Modell. Genau, das ist das Neueste vom Neuesten. Der ist im Januar erst auf den Markt gekommen, der Kia Sportage. Und nur dank vieler Prämien und Varianten, die wir hier mit Kia Deutschland zusammen ausgeklügelt haben, können wir diese Rate darstellen. So, also ich zeige mal einmal kurz in schwarz, darf ich einmal ganz kurz, das ist die Farbe schwarz, dass man den mal sieht.
Er ist schon sehr, sehr, sehr schick geworden, das muss man schon sagen. Dazu sagen, hier haben wir jetzt die GT-Line-Variante bei dem Fahrzeug. Die hat dann eine 180 PS-Maschine mit drin, ein Automatikgetriebe gleichzeitig mit drin, so wie er jetzt hier steht. Da kostet er auch ein bisschen mehr. Hier haben wir eine Anzahlung von 5.500 € im Leasing und eine Leasingrate von 299 €, auch auf 60 Monate mit 10.000 Kilometer. Jo, aber jetzt mal ganz ehrlich, fahren tut der andere super. Der hat jetzt vielleicht ein bisschen mehr PS, 30 PS mehr. Aber hier kann ich bei dem anderen halt richtig Geld sparen, indem ich sag mal, eine etwas kleinere Variante nehme. Innen drin ist da ein Unterschied? Wir haben einen kleineren Display, der aber auch eher zweitrangig auffällt bei dem Fahrzeug. Wir haben bei dem Fahrzeug hier keine 18 Zoll bzw. 19 Zoll Leichtmetallfelgen, sondern 17 Zoll. Wir haben aber dennoch hier eine neigbare Rücksitzbank mit drin. Wir haben elektrische Fenster vorne und hinten. Also es ist jetzt kein Auto, was keine Ausstattung hat. Ne? Also ich sag mal so, im Vergleich zu vielen Deutschen ist der schon voll. Genau, muss man sagen. Das ist dann immer nur im Vergleich zu dem, was denn noch mehr geht. Innen drin siehst du das riesen Cockpit. Warte, ich zeig mal gerade. So sieht das übrigens aus, wenn die ab Werk kommen. Ganz frische Ware. Das Auto ist wie gesagt vor 2 Stunden hier abgeliefert worden. Wir haben jetzt 11:19 Uhr. Datum, was haben wir heute? Den 9. Juni 2022. Also ganz frisch. Genau. Warte, ich zeig's mal da oben. Das ist, also die kommen so verpackt, oder? Jetzt können wir sogar mal lachen, wann das Fahrzeug hier gebaut worden ist. So, lachen wir mal. Wo sieht man das eigentlich? Detail, lieber Sven. Ja. Das Auto hier ist vor 2 Tagen gebaut worden. Das wurde vor 2 Tagen gebaut. Genau, vor 2 Tagen. Ist das per Luftfracht dann hierher gekommen, oder? Nee, aus der Slowakei. Also so schnell ist das tatsächlich gegangen. Okay, also vor 2 Tagen gebaut. Echt? Am Geburtstag hatte es am 9. Juni. Dann gucken wir mal gerade, Bergabfahrhilfe. Genau, wir haben hier eine Bergabfahrhilfe mit drin. Wir haben, wie gesagt, die Parksensoren im Vorder- und im Heckbereich. Wir haben eine Rückfahrkamera mit an Bord. Ein 6-Gang-Schaltgetriebe haben wir mit an Bord. Ein voll digitales Display. Genau, richtig, ein voll digitales Display. Ein Auto, was regelmäßig schreit. Drive Mode. Ne, da können wir auch die Fahrmodis wählen zwischen Eco, Normal und Sport, was das Angriffsverhalten von Gaspedal und Lenkung halt eben nochmal zeigt. Auto-Hold-Funktion, sprich ein Berganfahrassistent oder auch die temporäre Handbremse, wenn sie Kann man hier Sitzheizung, Klimaautomatik, Lenkradheizung, aktiver Spurhalteassistent, Klimaanlage selbstverständlich, eine fette, hochauflösende Kamera, ja, die richtig eine super Rückfahrkamera mit an Bord bei dem Auto hier. Wir haben auch Apple CarPlay und Android Auto, was ich gerne mal vorführen würde im Detail, weil das Gute bei diesem Fahrzeug ist, wenn wir jetzt hier, so kurz schauen, Bluetooth Device Connection, Bluetooth Connection. Es spiegelt übrigens in echt gar nicht so schlimm. Es ist nur hier auf der Kamera so. Ja. Das ist der. Und wir haben hier noch eine Folie drauf. Ich mache mal gerade die Folie. Oh nee, bitte dran lassen. Dran lassen? Okay. Ja, aber das soll der neue Besitzer machen. Oder wird das hier ein Vorführer? Das hier wird ein Vorführer. Ja, mach mal ab. Komm, wir machen es ab. Wollen wir das? Ja, wir wollen. Ja, viel besser. Also muss sagen, ohne die Folie spiegelt es jetzt gar nicht mehr. Also vom normalen Fahrersitz gar nicht mehr, auf der Kamera auch schon viel weniger. Und man sieht keine Toucher. Das ist auch wichtig. Richtig. Wir haben hier also wirklich ein super Display mit drin. Was ich jetzt hier nochmal zeigen möchte, ist das Apple CarPlay und Android Auto, was hier mit an Bord ist. Ne? Das hatte ich jetzt hier gekoppelt gehabt, ganz normal über das Mobiltelefon. Und darüber kann ich dann hier auch die Karten suchen, Tankstellen, Parkhäuser und so weiter. Zum Beispiel jetzt Saarbrücken, Saarland. Und da habe ich hier in dem Fahrzeug kabellos eigentlich ein Navigationssystem integriert. Mach mal Radioplayer. Hast du einen Radioplayer installiert bei dir? Radioplayer habe ich nicht installiert, aber was wir machen können, wir können hier DAB wählen. Echt? Ja, das haben wir hier auch mit am Wir haben jetzt sogar Logos, die wir einblenden aus Saarfunk. Hey, da bin ich aber gespannt. Doch, die kommen nach ein paar Sekunden. Da Saarfunk ist 1. So, jetzt musst du kurz warten und dann mach mal schnell leiser. Ganz schnell. Dankeschön, leiser. Jetzt killt mir die GEMA sofort das Ding und jetzt nach ungefähr 30 Sekunden kommen die Logos. Titel wird eingeblendet, siehst du? Dua Lipa ist neu. Ja, also es war ziemlich viel Aufwand und jetzt sollte gleich sogar was angezeigt werden. DAB ein Traum, also ich war jetzt in Österreich unterwegs, du hörst kein normales Radio mehr, wenn du DAB hast, oder? Nee, absolut. Und ich höre DAB auch unglaublich gern. Was ich aber sagen muss, es ist immer so ein Zielspalt, was man für Musik halt eben hört. Manchmal hat man auch eben diese öffentlichen, beziehungsweise nicht öffentlichen, diese privaten Musikanbieter.
Ja, diese schlimmen wie Saarfunk 1 oder Saarfunk 3. Ja, es gibt neue Radios für Saarland. Also wenn ihr DRB habt, mittlerweile, ich glaube bei Kia habt ihr DRB schon seitdem ihr denken könnt. Also Wir haben DRB schon Ewigkeiten mit drin, mittlerweile auch in der Serie bei jedem Modell. Das ist sehr schön. So, also hier sind wir im Autohaus Klein. Ihr seid alles andere als klein. Ihr seid ein schöner mittelständischer Betrieb mit, keine Ahnung, 30 Leute. Was habt ihr? Ja, ein gutes Stückchen mehr mittlerweile sogar. Ein gutes Stückchen mehr mit 2 Marken zwischen Luxemburg und Saarbrücken zu finden. In Saarlouis. Genau, im wunderschönen Saarlouis, der heimlichen Hauptstadt des Saarlandes. Ja, an der Wallerfanger Straße übrigens. Und wenn ihr so ein bisschen die Rolle macht von den Preisen her, das ist schon manchmal grenzwertig, eure Angebote. Viele Händler ärgern sich darüber, aber ihr macht viele Autos. Das muss man schon sagen, das macht auch ein bisschen die Menge, oder? Ja, wir sind ja mittlerweile im Südwesten wirklich zu einem relativ guten Rang gekommen. Von Kia-Status her, wir haben eine relativ hohe Jahresverkaufsplanung, die auch jedes Jahr erneut geknackt wird, und darauf sind wir stolz und auch froh drum. Das geht natürlich dank allen Kunden, die bei uns kaufen, die uns ihr Vertrauen schenken, die auch von weit weg zu uns kommen. Warum denn nur? Warum kommen die von so weit weg? Vielleicht sind es die guten Angebote, vielleicht ist der so gute Service. Sag doch mal die Videos. Dank dem lieben Sven Herzog. Das wollte ich hören. So, also, flammneues Auto, tolle Ausstattung, 222 €, kein Lockvogelangebot. Wenn ich hier reinkomme, muss ich sofort unterschreiben oder kann ich das Auto vorher sehen, Probe fahren? Also wie gesagt, das Fahrzeug hier ist zu fahren, das Fahrzeug ist zu sehen hier bei uns am Autohaus. Die Aktion hier gilt vorübergehend bis 30.06., also es ist wirklich Last-Minute-Aktion, wird aber voraussichtlich verlängert. Sehr cool. Und das Auto ist flammneu. Also ich habe auf der Straße noch gar keine gesehen, muss ich sagen. Also die sind sehr, sehr eng gesät. USB-C und USB-A. Das ist ziemlich cool. Also auch 2 USB-Anschlüsse, auch hinten? Hinten haben wir auch nochmal einen USB-Anschluss, eigentlich hier unten in der unteren Variante vom Lüftungsgitter. So, zweimal Isofix natürlich an den Genau, äußeren Isofix Sitzen. ist mit am Start. Wir haben gleichzeitig auch nochmal eine Mittelarmlehne hinten. Komm, wir machen mal hinten auf, dass wir mal sehen, ob da auch ein bisschen Kofferraumplatz ist. Manuell muss ich das hochheben. Oldschool. 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 Da kann ja auch nichts kaputt gehen dann, oder? Eben. Die Fußmatten dabei? Die Fußmatten sind immer inklusive bei jedem Fahrzeug von uns. Wir haben hier sogar einen doppelten Ladeboden, ne, den wir auch nochmal wählen können. Aber auch vom Kofferraumvolumen her wirklich unglaublich ausreichend. Das ist tipptopp bei dem Auto hier. Ich zeige das einfach mal mit der doppelten Variante, die wir hier haben. Das ist nämlich eine schöne Spielerei. So, einmal. Da mal gerade alles raus. Da ist schon mal ganz viel. Und der wird hier bei uns in Europa gebaut? Der wird in der Slowakei gebaut, in Celina. Vorsicht, lieber Sven. In wo? In Celina. Celina. Klingt wie ein Mädchenname. So. Celina. Ach, okay, du kannst den Boden absenken. Genau. Und somit hat man auch noch mal ein bisschen mehr Kofferraumvolumen, wenn man das halt eben wünscht. Das ist jedem selbst überlassen. So, hinten habe ich noch einen 12-Volt-Anschluss für die Kühlbox. Richtig. Das ist ganz praktisch. Also, tolles Auto mit sogar Fernentriegelung. Ich zeige das mal gerade. Tschack, jetzt kann ich beide umrüsten. Und jetzt machen wir das Ding hier noch raus. Helf mir mal. Dankeschön. Du darfst mal reinlegen, dass wir das mal sehen. Du bist wie groß bist du? Ich bin 1,80 Meter groß, also da kann man wirklich ohne Probleme eine Matratze hinten reinschmeißen und auch mal im Auto übers Wochenende schlafen. Das macht man jetzt natürlich eher mit einem Camper als mit einem Kia Sportage, aber wird aber gehen. Bodenfreiheit ein bisschen höher, Einstieg ein bisschen höher, also ein echter, ich sag mal, Fun-SUV. Genau, vollwertiger SUV. Wie halt aktuell auch das liebste Auto des Deutschen ist, wenn man so den einen oder anderen Report liest. SUVs haben ja Neuzulassungen ohne Ende und das hier ist genau das, was ich die Wenn mir aber jetzt dieses Grün nicht so gut gefällt, ich bin jetzt kein Jäger, ich muss den nicht in Grün kaufen. Nein, also wir haben bei dem Fahrzeug ganz viele verschiedene Farben. Das Grün kann es sein, es kann so ein Bronze sein bei dem Fahrzeug. Okay. Es kann ganz normal weiß sein, wie man jetzt hier draußen sieht bei dem Fahrzeug. Bei mir hinten haben wir noch einen weißen stehen. Blau auch? Blue Flame haben wir auch. Das ist aber nicht dieser Blauton, sondern ein anderer Blauton, den wir anbieten können. Wir haben eine riesige Farbvielfalt. Wir haben Rot, wir haben Orange, Orange Fusion. Es ging ja nur darum, dass er nicht grün sein muss. Also der
Habe ich verstanden. Das Das ist heißt, eine positive Farbe. ihr habt viele Farben. Du sagst 6 Monate, es gibt keine Garantie, muss man sagen. Keiner gibt im Moment Garantien auf Lieferzeiten, aber es wurde euch signalisiert, es könnte in 6 Monaten klappen, oder? Genau, also wir haben 6 bis 18 Monate Lieferzeit regulär auf alle Modelle. Der Sportage, wie gesagt, wie eben schon erwähnt, hat eine relativ hohe Verfügbarkeit. Der ist relativ zügig hier bei uns und innerhalb von 6 Monaten im Durchschnitt zu liefern. Außerdem ist da vorne ein Büro und wenn der nicht kommt in 6 Monaten, weiß ich ja, wo dein Auto steht und lass dir die Luft raus. So, vielen Dank fürs Einschalten. 222 €, 5 Jahre Laufzeit, keine Anzahlung, keine Restzahlung, cooles Angebot. Bis zum nächsten Mal. Wir finden euch in Saarlouis in der Wallerfanger Straße. 102, wir gehen vielleicht mal kurz raus, dann zeigen wir das Ganze nochmal. Na gut, weil du es bist. Ja, nur weil ich bin. Also, wir sind hier in der Wallerfanger Straße. Hier unten kommt man von der Autobahn runter, Autobahnabfahrt Wallerfangen und sind direkt zwischen Saarbrücken und Luxemburg zu erreichen über die A8 und die A620. Ist das hier auch ein Sportage? Genau, das ist auch ein Sportage. Ja, hier draußen sieht das schöner aus. Wie bitte? Nein, wegen dem Licht, sage ich ja. So. Macht die Farbe was ganz anderes daher. Ganz anders, weil drinnen wirkt es grün, hier wirkt es so. Ist das so ein Effektlack? Nee, eigentlich nicht. Ja, das ist Experience Green, ganz normaler Metallic-Lack. Jetzt ist er schön. Also drinnen hat er mir nicht so gefallen, ja. So, vielen Dank fürs Einschalten. Pablo Bart. Genau. Vom Autohaus Klein. Ihr Kia-Händler Ihres Vertrauens. Heute am 9. Juni 2022. So, kommt und rennt in die Bude ein. Tschüss.